Hallo meine Lieben, heute habe ich nochmal eine Geschenkbox-Idee für euch, eine, die ganz einfach gemacht ist und mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind so süße kleine Boxen. Wir machen effektiv die hier. Da habe ich ganz einfach ein kleines ausgestanztes Element, das dann auf der Box drauf bleibt. Hier zum Durchgucken ist eine simple 5 cm x 5 cm x 5 cm Box. Und die ist echt super einfach gemacht und super schnell auch gemacht. Von dem her könnt ihr da wunderbar auch gleich ein paar davon machen und gleich ein paar Freunde damit eine Freude machen. Und wie wir die machen, das gucken wir uns gleich an. Für diese Box braucht ihr auch gar nicht viel, die ist super einfach gemacht. Da für die Basis ein Papier, was 15 cm x 15 cm ist und für den Deckel eins, was 13,2 x 13,2 cm ist. Und dann habe ich hier noch einerseits mit einer 2,5er Stanze 5 kleine Kreise ausgestanzt, die als Dimension dienen. Dann habe ich hier aus demselben Farbkarton, wie den ich für die Basisbox brauche, habe ich ausgeschnitten mit diesem Stanzset hier. Und dann habe ich mit der 3,8er Handstanze einen Kreis ausgestanzt und darauf was gestempelt. Schön, dass es dich gibt. Das ist mit diesem Stempelset hier. Und dann brauchen wir noch ein Herzstanzset, aber da könnt ihr auch irgendeine andere Form nehmen, wenn ihr lieber Sterne habt. Ich dachte jetzt gerade so, für das passt es eigentlich wunderbar, weil wir müssen ja hier dieses Element aus dem Deckel ausstanzen. Ich habe effektiv dann das Herz genommen, was ich aus dieser Box ausgestanzt habe und werde das hier verwenden. Ansonsten braucht ihr da einfach noch irgendein Stück Farbkarton, der zu eurem Design passt, den ihr dann innen drin auf die Box klebt, weil ihr wollt ja da nicht dasselbe nehmen, was ihr vom Deckel ausstanzt. Wenn ihr mehrere macht, könnt ihr natürlich immer abwechslungsweise, ihr könnt jetzt zum Beispiel auch das, was ich hier ausstanze, dann hier verwenden, also wie ihr das gerne möchtet. Als allererstes klebe ich kurz hier die Elemente zusammen, damit wir die schon mal haben. So, dann haben wir hier schon wunderbar diesen Taler. Dann müssen wir hier noch falzen und die Box auch einschneiden. Das mache ich mit dem Falz- und Schneidebrett. Da die Box 5 cm Höhe, Breite und Tiefe hat, kann ich hier ringsherum einfach bei 5 cm falzen. Das heißt, ich lege das hier bei 5 cm an und falze. Drehe es, wieder 5 cm. Wieder falzen, wieder drehen. 5 cm. Wieder falzen und noch ein letztes Mal. Weil das so ein einfaches Element ist, mache ich das jeweils so, dass ich das auch gleich hier schneide, weil normalerweise ich schneide ja immer hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Hier mache ich es effektiv gleich mit dem Falz- und Schneidebrett. Das heißt, ich lege hier die Schneidekante, die hat hier so eine kleine Einbuchtung, da sehe ich, wo das Messer liegt. Und dann lege ich das hier bei 5 cm an, gehe runter und schneide. Und dann seht ihr, das wunderbar gleich auf diese Falzlinie geschnitten. Dann drehe ich es einmal, lege es wieder hier bei 5 cm an, bringe das Falz und also bringe die Schneideklinge hier wieder auf 5 cm, gehe runter und schneide. Wieder drehen, wieder bei 5 cm anlegen, die Klinge runter auf 5 cm bringen, schneiden und noch ein letztes Mal.
Et voilà. Und so haben wir das Ganze auch schon geschnitten. Jetzt falzen wir auch gleich das zweite noch. Und da habe ich einen Rand, der nicht bis runter geht. Deshalb sind es hier nur 4 cm und hier oben werden es dann 5,2 sein, damit der Deckel oben drauf passt. Von dem her muss ich ringsherum bei 4 cm falzen. Das heißt, ich lege das hier bei 4 cm an und falze. Drehe es, 4 cm anlegen, falzen, drehen, 4 cm anlegen, falzen und noch ein letztes Mal drehen, bei 4 cm anlegen und falzen. Und hier mache ich es genau gleich wie vorhin, nur dass ich eben die Schneidekante hier bei 4 cm anlege. Und hier das Papier natürlich auch bei 4 cm. Runter und schneiden. Drehen, 4 cm anlegen, die Klinge auch wieder auf 4 cm. Runter und schneiden. Wieder drehen, wieder bei 4 cm anlegen, Schneideklinge runter zu 4 cm. Runter und schneiden und noch ein letztes Mal. Et voilà. Jetzt müssen wir die Falzlinien nachziehen. Und da müsst ihr drauf gucken, wenn sich das nicht gerade legt, dann müsst ihr hier noch ein bisschen nachschneiden, dann seid ihr hier zu wenig weit reingegangen, weil ihr müsst es wirklich hier schön an der Kante falzen können. Das ist die Basisbox und dann noch der Deckel. Jetzt, bevor wir den Deckel zusammenkleben können, müssen wir noch das hier ausstanzen. Da nehme ich die Big Shot und eines der Herzen. Ich möchte einfach gucken von der Größe her, weil es soll hier was ausschneiden, aber trotzdem genug Fläche ringsherum haben. Ich war beim ersten Mal, habe ich das nicht ganz mittig angelegt, und das seht ihr nachher einfach. Also da wirklich drauf gucken, dass ihr das schön mittig habt. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, könnt ihr auch kurz hier einfach die Mitte abmessen und das kurz markieren. Dann sind wir sicher, dass wir da wirklich in der Mitte liegen. Und ich nehme dann einfach diese Ecke von diesem Herzen und lege die da drauf. Dann sehe ich das auch, dass das dann mittig ist. Und dann mache ich das natürlich mit einem Klebestreifen kurz fest, damit mir das nicht verrutscht. Und so jage ich das kurz durch die Big Shot. Dann könnt ihr das wieder lösen, vorsichtig. Dann habt ihr, wie gesagt, hier ein Herz, was ihr dann für eine andere Box verwenden könnt, weil ich werde ja jetzt dann dieses von der vorherigen Box hier verwenden. Was ich jetzt noch kurz mache, ist diese Klebelaschen hier, diese 4, die schräge ich an, weil das geht jeweils besser, um das zusammenzukleben dann. Und ich kürze sie auch so circa 1 cm an. Und dann können wir die zusammenkleben. Das mache ich mit Flüssigkleber. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch mit Klebestreifen machen. Das heißt, ich gucke hier, also ich klappe die so rein und gucke, dass die wirklich schön Kante auf Kante liegt. Und wenn euch da so ein bisschen Kleber rausläuft, könnt ihr den einfach abstreichen und dann mache ich das Ganze noch mit dem Falzbein fest.
zweite Seite. Und die letzten beiden mache ich effektiv zusammen, weil sonst kriegt ihr die fast nicht mehr. Also ihr müsst immer gucken, dass die schon innen liegt und nicht hier draußen, weil sonst kriegt ihr die nicht mehr rein. So, und dann habt ihr wunderbar hier schon die Basisbox. Dann beim Deckel auch kurz die laschen Anschrägen. Dann kürze ich die auch so ein bisschen ein. Und diejenige, die hier drunter liegen würde, die würde jetzt in den Weg kommen. Ne? Von dem her, ihr seht, ihr habt hier Fläche, wo ihr die ankleben könnt. Von dem her kürze ich die so zurück, dass die nachher, wenn das zusammengeklebt ist, hier nicht hervorguckt. So, dann können wir auch die festkleben. Und auch hier die letzten beiden gleich zusammen. Dann haben wir hier wunderbar den Deckel, den könnt ihr jetzt hier auf eure Box aufbringen. Das sollte eigentlich auch wunderbar passen, so dass der sich nicht mehr bewegt, aber ihr es wunderbar drauf kriegt. Deshalb auch diese 5,2 hier oben und nicht nur 5 cm. Und jetzt können wir hier das Herz ankleben. Das heißt, ich gucke, dass die hier oben wirklich schön abschließt. Nehme dann mein Herz. Und lege das quasi hier in diese Ausbuchtung rein. Beim Festdrücken einfach darauf achten, dass ihr es jetzt nicht mehr verschiebt. Ne? So. Jetzt habt ihr wunderbar hier dieses kleine Herz und dann machen wir oben noch den Taler drauf. Natürlich so, dass das mich anguckt und die Schrift dementsprechend zu liegen kommt. Könnt ihr das kurz ein bisschen festdrücken, den Deckel heben und das dann noch festmachen. Und was ich dann gerne mache, aber das ist natürlich optional, ist hier noch so einen Diamant drauf zu geben. Da könnt ihr natürlich so viele von diesen Steinchen drauf packen, wie ihr gerne möchtet. In der Regel guckt man einfach, dass man in einer ungeraden Zahl bleibt. Das heißt entweder 1 oder 3 oder dann halt 5. Aber so sehen dann diese fertigen Boxen aus. Hier habe ich es mit einem dunklen Herzen gemacht. Hier habe ich das von hier verwendet. Und lassen sich einfach öffnen, wieder verschließen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Wenn dem so ist, dann drückt auch gerne auf den Like-Button unten. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!